Hallo ihr Lieben, wir machen heute türkische Teigtaschen. Poğaça nennt man die auf Türkisch und heute eine spezielle Variante. Wir machen nämlich Simit Poğaça. Simit kennt ihr vielleicht unter diesen runden Sesamkringeln. Und es gibt auch Poğaça, also Simit Poğaça. Das sind dann einfach nur Teigtaschen, die auch in diesem Sesam gewälzt werden. Und köstlich, einfach nur köstlich. Ich fange direkt an mit dem Teig. Ich habe jetzt hier Mehl in einer großen Schüssel. Und die Mengenangaben? Die Mengenangaben stehen immer unten in der Videobeschreibung. Die müsst ihr aufklappen und dann könnt ihr direkt einen Screenshot machen und einkaufen gehen. Hier habe ich eine kleine Mulde drin, gebe da jetzt lauwarmes Wasser dazu und dann werde ich auch schon meine Hefe hineinbröseln lassen. Ihr könntet hier auch alternativ Trockenhefe nehmen, ist auch kein Problem. So, jetzt noch Zucker dazu und einmal grob verrühren. So, und nun zugedeckt 5 Minuten lang arbeiten lassen. Arbeite gut. Genau. So, nach 5 Minuten einmal öffnen und Salz und Öl mit dazugeben. Und dann knete ich das in der Küchenmaschine erstmal so ein paar Minuten, damit es sich überhaupt zu einem Teig verbindet. Und dann machen wir sowieso mit den Händen weiter. Also ihr könnt auch den ganzen Teig mit den Händen kneten. Das Besondere an diesem Teig ist, ihr braucht kein Ei und das ist schon sehr, sehr geschmeidig. Also ich habe jetzt wirklich nur 2 Minuten oder so geknetet. Deshalb ist das ganze Rezept auch vegan möglich. Falls Veganer unter uns sind, dann müsst ihr einfach nur in der Füllung veganen Käse nehmen. So, und jetzt gebe ich den einmal in die Schüssel zurück, besprühe sie noch ein bisschen mit Backtrendspray. Das mache ich immer gerne, wenn ich nicht möchte, dass noch mehr Mehl an den Teig kommt, damit der eben schön geschmeidig bleibt. Ein bisschen noch oben drüber, dass die Haut ein bisschen benetzt ist. Einmal den Deckel drauf und jetzt an einem warmen Ort 45 Minuten lang gehen lassen. Für die leckere Füllung verrühren wir jetzt ganz einfach Schafskäse mit Gouda-Käse und Petersilie und fertig ist unsere köstliche Füllung, die liebe ich total. Ihr könnt auch die Kartoffelvariante nehmen, die Hackfleischvariante. Ich verlinke euch mal mein Standard-Poğaça-Rezept in die Infobox, dann könnt ihr euch das auch gerne mal ansehen. Ist auch ein sehr altes Video. Und jetzt nehme ich mir den Teig, keine Panik, ich habe einen Schüsselwechsel, weil ich den Teig einmal vorbereitet habe. Ich gebe ihn mir auf die Arbeitsfläche und dann unterteile ich ihn mit meiner Teigkarte. So, jetzt habe ich 12 Kugeln geformt und ihr müsst die nicht nochmal gehen lassen. Wir legen direkt los mit der Füllung. Ich habe jetzt hier eine Teigkugel und ich brauche noch nicht mal ein Nudelholz. Ich nehme jetzt einfach die Hände und breite das oval aus. Da kommt jetzt ein Esslöffel von der Käsefüllung rein und dann wird das einfach verschlossen. So, jetzt kommt ein sehr spannender Teil. Das ist auch unerlässlich, wenn ihr Simit Poğaça machen möchtet. Wir brauchen Traubensirup. Und ich werde oft gefragt, ob man Traubensirup durch irgendwas ersetzen kann. Meiner Meinung nach nicht. Ich habe bei einer Zuschauerin gelesen, die hat Dattelsirup genommen. Die hat den bei uns im Shop bestellt und hat gedacht, okay, es gibt keinen Traubensirup, nämlich Dattelsirup. Und sie meinte, es hat ganz gut geklappt, aber alle Angaben ohne Gewähr. Es ist jetzt nur eben ihr Erfahrungsbericht. So, und jetzt gebe ich hier zum Traubensirup noch ein bisschen Wasser, verrühre das.
Und in die andere Schale gebe ich Sesam. Der kann geröstet sein oder ungeröstet, das ist egal, es kommt ja eh in den Backofen. Und anschließend wird immer ein Porcher in das Traubensirupgemisch gewälzt, dann in Sesam und dann direkt aufs Backblech. So, und dann schneide ich noch die Oberfläche an, circa 3-mal, einfach der Optik wegen. Und jetzt kann das Ganze auch schon in den Backofen wandern. Der ist vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann backen wir die Simit Porchas im unteren Drittel für circa 25 Minuten. Es kann auch eine Minute weniger dauern. Schaut, dass sie nicht zu dunkel werden, sollen schön goldbraun sein und dann sind sie auch richtig schön fluffig. Zu diesem Rezept kann ich nur sagen, wer die Simit Porcha nicht ausprobiert, der ist selbst schuld. Das klingt hart, aber es ist wirklich so. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren und mir euer Feedback hier unten in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach nur noch viel Spaß beim Nachbacken, viel Spaß beim Genießen. Am besten lauwarm, mit Tee, Kaffee oder einfach zum Frühstück. Passt einfach immer. Und macht mich nicht verantwortlich, wenn ihr süchtig werdet. Das ist nämlich ganz normal bei diesem Rezept. Ansonsten noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss, vergiss das Abo nicht.